Enjoy with subtitles. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Anna Und Anna. und heute wollten wir mit euch darüber sprechen, warum wir überhaupt so Korea-Fanat sind. Und passend dazu haben wir, koreanisches Essen bestellt. das ist koreanischer Kimbap. Nicht zu verwechseln mit Sushi. Sieht zwar so ähnlich aus. Es riecht so gut. Es riecht sehr viel nach Sesam und das ist wirklich schön. Und das essen Koreaner zum Frühstück. Das ist so wie belegte Brote für die. Ja. Ich fange mal an mit dieser frittierten. Das ist nämlich was ganz Neues, habe ich noch nie so probiert. Und da ist Das sind doch Süßkartoffeln. Süßkartoffeln. Ne? Es ist knusprig, deswegen ist es auf jeden Fall schön. Passend zum Thema Kimbap. Einer der Gründe, warum ich Korea so liebe einfach, ist koreanisches Essen. Und das ist einfach voll mein Ding. Die haben halt viele so fermentierte Sachen wie Kimchi oder halt auch hier dieser Rettich, dieser gelbe. Das mag ich halt total gerne. Und da ich auch sehr, sehr gerne scharfes Essen esse, ist Korea einfach genau richtig für mich. Ich liebe auch diese ganzen Soßen, die dabei sind und generell einfach diese Tischkultur, dass immer so viele Sachen auf dem Tisch stehen. Du bestellst halt eine Sache und dann gibt es halt ganz, ganz, ganz viele so kleine Beilagen dazu. Jetzt nicht in Riesenportionen, aber dadurch sind die Gerichte immer sehr vielseitig. Und immer Reis dabei. Und es ist immer Reis dabei. Ich liebe auch Reis. Der zweite Grund, warum magst du Korea? Warum ich noch Korea mag? Ich habe eigentlich mit Japan angefangen. Ich war ein totaler Fan von Japan, Mangas und so weiter. Dann hat mich eine Freundin gezwungen, eine japanische Drama anzuschauen. Ich habe es einfach geliebt. Dann, wer kennt, das war wirklich meine alle favorite japanische Drama. Das war Hana Yuri Dango, Boys Over Flowers Ja. oder Before Flowers. Ich denke, das war Over. Und das war geil damals. Da hat Matsumoto Jun gespielt. Ich liebe immer noch Japan. Aber dann habe ich angefangen, auch die koreanischen Dramas anzuschauen und man könnte einfach nicht zurückgehen. Bei mir ist es auch, der zweite Punkt ist K-Drama. Also ich habe eine Freundin, die schon seit über 10 Jahren vollkommen Korea verrückt ist und die hört auch sehr gerne K-Pop und die hat dann irgendwann gesagt, guck doch auch mal so ein K-Drama, versuch das doch einfach mal. Wenn es dir nicht gefällt, gefällt es dir nicht, aber du kannst es ja einfach mal probieren. Leute, oh mein Gott, nach der ersten Folge, ich konnte nicht mehr aufhören. Erinnerst du dich, was du zuerst angeschaut The hast? Hires. Ach so! Das war mein allererstes Drama. Oh, das ist so von neuer Dramas für mich. Ja, das ist auch eins der neueren. Ich meine, wenn ich angefangen habe, wenn du das jetzt anschaust, dann denkst du, was ist diese Mode? Wie sind die angezogen? Ja, also K-Drama ist echt meine große Liebe. Ja. Die ist so lecker. Ich finde, das ist die beste von allen. Der dritte Punkt, der mir einfällt, warum mir Korea gefällt, der kam erst dazu, nachdem ich wirklich in Korea war. Und zwar die Sauberkeit. Oh ja. Also es ist unglaublich. Man sagt ja immer, Deutschland ist so ein sauberes Land. Und da ist es wirklich super sauber. Die Straßen sind unglaublich gepflegt. Ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, in einem anderen Video auch schon mal erwähnt. Ich habe sogar mitbekommen, wie die Metrostationen gereinigt werden. Busse und Metros, also die Metrowaggons, werden auch alle von innen gereinigt. Und das merkst du halt einfach, ne? Und natürlich Toiletten. Toiletten ist jetzt vielleicht nicht das passende Thema zum Essen. Bon Appetit! Aber die sind wirklich sehr, 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 sehr sauber. Unglaublich gepflegt und wirklich an jeder Ecke, alle 10 Meter gibt es eine saubere Toilette. Und die sind alle kostenlos. Das ist wirklich eine menschliche Sache. Ja. Ich denke die ganze Zeit, wir wohnen in Russland oder in Deutschland wie in der Mittelalter wirklich, wo wir suchen für Toiletten Ja. oder wo wir in die Natur gehen müssen, weil wir finden einfach keine Toiletten. Und ich finde das wirklich krass. Und wenn du welche findest, sind die so zugesaut, dass du lieber im Busch gehst, als diese Toilette zu benutzen. Ja, das stimmt. Und da, also was mich am meisten erstaunt hat, war einfach, wie
durchgeplant diese Toiletten sind. Das ist unglaublich. Du kommst zum Beispiel da rein. Auf der einen Seite sind dann die ganzen Waschbecken mit Seife und so weiter und so fort. Und dann hast du meistens, das ist jetzt natürlich nicht überall, aber sehr oft, ist dann ein Gang, wo die ganzen Toiletten sind. Und an den Toiletten selbst sind so kleine Lämpchen, wo du schon von Anfang an siehst, okay, die roten sind besetzt, die grünen sind frei. Du musst nicht wie hier in Deutschland an jede Toilette gehen und dann erstmal rütteln und gucken, ob die frei ist, weil meistens sind ja diese Schilder, die da dran sind, die sind falsch oder die funktionieren nicht. Ja. Oder man kann die Toiletten nicht abschließen und irgendjemand, die armen Leute, die dann dort auf der Toilette sitzen und die Tür so zuhalten und Angst haben, dass jemand reinkommt und du musst dann da rütteln. Ich hasse diese Situation. Ich hasse es so, so sehr. Ja. Warum ist es hier nicht so durchgeplant? Ich hatte nie diese Sorge irgendwie, soll ich jetzt noch eine Flasche Wasser trinken bei 40 Grad oder lieber nicht, weil ich dann wieder keine Toilette finde. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob... Stimmt, man denkt wirklich immer drüber, nee, lieber jetzt nicht trinken, weil ich muss dahin und ich werde keine Toiletten finden. Das ist so heftig, weil ich war dort auch wandern. Selbst in den Bergen gibt es Toiletten überall. Das war so schön. Warum kann es hier nicht so sein? Wahrscheinlich irgendwann in 50 Jahren. Ja, hoffentlich. Hoffentlich wenigstens dann. Ja. Ich habe noch was zu Toiletten zu sagen. Die haben zum Beispiel, es gibt immer einzelne Toilettenräume, natürlich, ne, Damentoiletten, Herrentoiletten, aber meistens dazwischen gibt es einen extra Raum für stillende Mütter. Und zwar nicht nur für stillende Mütter, sondern generell ist das so ein Raum einfach, wo Mütter mit ihren Kindern reinkommen können. Und da gibt es halt einfach alles. Da gibt es eine Wickelablage, wo auch Tücher sind, alles Mögliche. Manche Leute lassen sogar extra noch eine saubere Windel da liegen, einfach so für andere Menschen. Würde ich dich überraschen, wenn ich sage, es gibt sowas auch sehr oft in Deutschland? Ja, pass auf, es geht ja noch weiter. Da steht dann auch eine Mikrowelle, da steht manchmal sogar dieses Milchpulver, also wenn man nicht stillt, diese Nahrung halt für Babys, ich weiß nicht, wie das heißt. Und da sind dann so Sofas und Sessel, wo sich dann die Frauen hinsetzen können. Da gibt es dann auch Hochstühle, eben für Kinder, die dann schon so richtige Babynahrung bekommen. Die kann man dann in dieser Mikrowelle halt warm machen und dann dort die Kinder füttern. Okay, das ist doch anders. Ja. Und da ist halt generell auch die Entfernungen für Schulkinder sind so gering, dass die fast alle zu Fuß laufen. Weil die haben halt alle in ihren Vierteln mehrere Schulen zur Verfügung. Und bei den Kindergärten ist das so, dass die meistens ja mit dem Bus abgeholt werden. Ja, ich finde das super krass. Ich meine, hier musst du immer deine Zeit so planen, dass du die Kinder zur Schule, zu Hobbys bringen musst. Und man kann fast nicht mehr richtig arbeiten, weil man muss die Kinder immer wieder bringen und zurückbringen. Aber da werden die Kinder mit dem Bus abgeholt, wenn die zu Hobbys fahren alle. Oder den Weg zu dem Schulgang wird durch mehrere Eltern überwacht. Und das ist super, wirklich super. Ja. Man macht sich keine Gedanken mehr darüber. Ne? Ja, und sowieso Sicherheit ist ja da auch nochmal ein Thema. Das Land ist wirklich super sicher. Also ich habe mich in keiner einzigen Situation irgendwie unsicher dort gefühlt. Und das ist ja auch, wenn man sich die Statistik anguckt, ist das ja mit Japan und Singapur eins der sichersten Länder. Ich habe den Blog von Jane Rock angeschaut. Ich liebe diese Mutter von 2 Kindern. Sie ist wirklich, wirklich super. Sie redet zwar Russisch, aber... Und ich habe da sehr viel über Korea erfahren. Sie hat letztens auch wegen der Corona nicht mehr nach Europa gereist, wie die das jedes Jahr tun, sondern sind die in Korea geblieben und haben da angefangen, überall da zu reisen. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Ich möchte auch dahin. Also wollte ich auch sagen, die Kultur, zwar liebe ich die koreanische Kultur, aber die Natur, es ist unglaublich zu sehen. Die ganze Landschaft dort einfach auch. Ne? Ja. Also Anna und ich gucken die gleichen Blogger an, durch Zufall. Also das ist nicht abgesprochen. Das hat sich irgendwann so ergeben, dass wir darüber gesprochen haben. Dann haben wir erfahren, dass wir genau dieselben Leute uns angucken. Ja.
Und wie gesagt, gucke ich mir Jane halt auch an. Ich bin einfach fasziniert, wie ihr Leben überhaupt dort abläuft. Ich habe jetzt auch gesehen, dass die eben dann durch Korea gereist sind. Das hat mich so gepackt, dass ich wieder da saß und war so, mein Gott, ich will einfach wieder nach Korea. Ein Punkt, der mir noch einfällt, der mir sehr, sehr gut gefällt an Korea, ist einmal die Kultur an sich und halt vor allen Dingen der Aspekt, dass halt so Sachen wie Körperkontakt fast gar nicht vorhanden sind. Weil ich bin so ein Soziopath. Also ich bin total introvertiert. Also Wir beide. ja, wir beide. Wieso sind wir noch nah? Ist so, ne? Frage ich mich auch manchmal. Wie klappt das? Ja, und dort ist es einfach so, people mind their own business irgendwie. Keiner wird dich auf der Straße ansprechen und dich da irgendwas fragen. In Deutschland passiert mir das total oft, dass mich Leute auf der Straße einfach ansprechen, irgendwas fragen oder so. Ja. Boah, nee, Soziopath. ich kann das gar nicht. Und dort ist es halt allein schon, dass man sich halt dort die Hand nicht gibt und so. Das finde ich super. Ehrlich, also ich mag das gar nicht, ständig dieses Umarmen und Küsschen links, Küsschen rechts. Da kannst du ja besser mitsprechen. In Belgien ist das ja der Fall. Ja, stimmt. Ja, das sind die Punkte, die uns eingefallen sind. Zum Thema, warum wir Korea überhaupt mögen und wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, so viele Videos auch zum Thema Korea zu machen. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, was ihr so an Korea mögt. Dankeschön. war Das war sehr wirklich lecker. lecker. Ich schreibe euch in die Infobox, wo wir das Ganze gekauft haben. Vergesst nicht, uns überall zu folgen, auf all unseren Social-Media-Kanälen. Die sind auch alle verlinkt in der Infobox. Vergiss der Like auch nicht hier unten. Genau, abonniert unseren Kanal, Ja. aktiviert auch die Glocke, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid, wenn ein neues Video rauskommt. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Schönen Bis Tag. zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.